Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Wie in der Podcast-Folge CT 205 in Sachen China erwähnt, waren wir in der Fujian-Provinz in der Stadt Wuyisan und ein bisschen in der Umgebung. Hier nun ein paar Eindrücke von der Gegend dort und was wir da gemacht haben. Wir waren insgesamt 4 Tage da, wir waren nicht nur touristisch unterwegs, aber auch. Und am ersten Tag sind wir in das Chen-Dorf gefahren. Das Chen-Dorf ist ein schönes kleines Dorf. Es ist noch überhaupt nicht touristisch erschlossen. Also wir waren tatsächlich die einzigen Touristen dort und wahrscheinlich schon seit sehr langer Zeit. War sehr schön. Die Bilder, denke ich, sprechen für sich. Das Chen-Dorf ist aber gar nicht so unwichtig in der chinesischen Geschichte, denn dort ganz in der Nähe sind die sogenannten Mingyue-Ruinen. Die Mingyue war ein altes Königreich, man kann auch sagen eine Dynastie, obwohl es nicht als Dynastie gezählt wird. Und es war Zeitgenosse der Han-Dynastie, wurde aber später vom Han-Reich annektiert, als die Han-Dynastie sich in den Süden ausdehnte. Das Königreich bestand von 306 vor unserer Zeitrechnung bis 110 vor unserer Zeitrechnung. Dieses ganze Ensemble ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Am Tag 2 haben wir das gemacht, was fast alle Besucher in Wuyisan machen. Wir haben uns auf ein Bambusfloß gesetzt und haben uns um die 9 Biegungen des Flusses starken lassen. Das war sehr schön und ich kann das jedem empfehlen, dies zu machen. Nach dem Rafting sind wir in dieser Gegend noch ein bisschen spazieren gegangen bzw. wandern gewesen. Und unser erster Weg führte uns nach Zhijian. Das ist ein altes Nonnenkloster, welches in alten Reisebeschreibungen auch immer mal wieder erwähnt wurde. Es liegt ein bisschen versteckt und es ist wirklich traumhaft schön. Von dort haben wir uns aufgemacht zu der Wuyi-Jingshe Schule. Das ist eine alte Philosophenschule, die renoviert wurde bzw. neu aufgebaut wurde. Und zwar eine Schule des Philosophen Zhu Qi. Der lebte von 1130 bis 1200. Zhu Qi war einer der großen Denker, Philosophen und Erzieher im Konfuzianismus in der Geschichte Chinas.
Er entwickelte den sogenannten Neokonfuzianismus, der dann 700 Jahre lang von der chinesischen Song bis zur Qing-Dynastie, also vom 13. bis 20. Jahrhundert, Grundlage des Staates war. Dieser Neokonfuzianismus strahlte selbstverständlich auch nach Korea und nach Japan aus. Am Tag 3 sind wir den sogenannten Zen-Trail oder Tea-Trail gewandert. Auf dem Tea-Trail liegen ein paar Sachen, die ich in einem anderen Film nochmal erläutern werde. Unter anderem auch die Ur-Teebäume dieser Gegend dort. Der Trail ist aber auf jeden Fall sehr schön, sehr sehenswert und er ist nicht überlaufen. Am Tag 4 waren wir in dem kleinen Ort Xiamen. Xiamen ist ein bisschen touristisch erschlossen. Es gibt dort Reiseführer, die einem etwas erklären, wenn man das möchte. Interessant ist dieser Ort insofern, weil er ist nämlich der Ausgangspunkt der alten Teestraße. Von dieser Straße wurde der Oolong-Tee oder der schwarze Tee in Karawanen nach Moskau bzw. später nach St. Petersburg und noch später nach ganz Europa transportiert. Die Blütezeit dieser Straße war von 1644 bis 1911. Das Weltkulturerbe Wuishan bzw. die ganze Gegend dort ist Teil eines der 4 großen Teegebiete Chinas. Dieses Teegebiet, das heißt Huanan. Man sagt, dass das Klima dort eigentlich das allerbeste ist für die Teepflanzen. Aus dieser Gegend kommt, wie gesagt, hauptsächlich der schwarze Tee und der Oolong-Tee, aber es gibt auch andere Teesorten, wie zum Beispiel weißer Tee oder schwarzer Tee, also Heza.
Weitere Informationen findet ihr im Podcast China Tagebuch auf diary.umlauts.de. Das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal.